Sangye Chendan Sangye Chanam Lan Chanjum Badun Dani Kyapsunji Dagi Jinsun Jimpesanamji Jola Penji Sangye Jumpai Sho Sangye Chendan Sangye Janam Lam Chanjum Badun Dani Kyam Sunji Dagin Jinsun Jimpesanamji Jolam Penji Sangye Jumpai Sho Sangye Chedan Sangye Janam Lan Janjum Badu Dani Kyapsunji Dagin Jinson Jimpesanamji Jolam Penji Sangye Jumpai Sho Semchen Tamjen Devanan Devin Junan Demban Junjing Dunan Dan Dunan Jin Junan Deva Junjing Duna Mimban Devan Damban Devan Junjing Nidin Chandan Nidan Javan Tanong Chembola Nimban Junjing Semchen Tamjen Devan Dan Devin Junan Demban Junjing Dunan Dan Dunan Jin Junan Devan Junjing Duna Mempa Deva Dampa Damin Deva Junji Nidin Chandan Nidan Javan Tanon Chembola Nimban Junji Semchen Tamjen Deva Dan Deva Junan Demban Junji Dunan Dan Dunan Jin Junan Java Junji Dunan Memba Deva Dampa Damin Java Junji Nidin Chandan Nidan Java Tanon Chembola Nimban Junji Banden Savela Madem Bunchim Dangin Chivon Benden Shula Kajen Shempengonen Jesuntim Koson Tonging and Jom Tsaldusar Wir haben gestern unseren Einstieg in die Einsichtsmeditation des großen Fahrzeugs bereits vollzogen. Und wenn wir vom Mahayana, diesem großen Fahrzeug, sprechen, dann gibt es dort ja zwei große Strömungen. Ja? Madhyamika und Yogacara, also den, kann man sagen, den Ansatz der Einsichtsmeditation, der Einsichtspraxis, wie er von Nagarjuna ins Leben gerufen wurde, verstärkt wurde, wo der Fokus auf der leeren Natur aller Phänomene liegt, jenseits von all diesen extremen
Standpunkten, Sichtweisen von existiert, existiert nicht, beides zugleich, weder noch. Dieses ganze Festhalten an dieser Begrifflichkeit und diesem sich selbst verorten in dem Spektrum von Existenz und Nicht-Existenz, das alles loslassen. All diese Bedürfnisse so loslassen. Und dann haben wir die Yogacara-Richtung, die auf Maitreya und Asanga zurückgeht. Und da betonen wir die Fülle des Erlebens, dieses zeitlose Gewahrsein, sodass es eben nicht nur leer ist, in dem Sinne von nicht fassbar oder gar mit einem nihilistischen Touch, einfach so ein Nichts, sondern wir betonen die Qualitäten der Buddha-Natur. Und diese beiden Strömungen, die sind im Mahamudra zusammengeflossen. Die bilden dort eine untrennbare Einheit. Und ich möchte euch deswegen einladen, auch immer wieder diese untrennbare Einheit zu praktizieren. Aber jetzt lasst uns mal hinschauen. Wir können den Weg ja ein bisschen abkürzen, ein bisschen beschleunigen. Die Frage wäre so, ob dieser Geistesstrom, den wir oft so Ich nennen, ob dieser Geistesstrom auch ohne dieses Ich-Gefühl auskommen kann. Ist das möglich? Wir haben ja viel über dieses Ich-Gefühl gesprochen. Und wenn wir jetzt so hineinspüren, wie wir hier so sitzen, da stellt sich die Frage, geht es auch ohne? Bist du bereit, das loszulassen? Einfach mal auszuprobieren. Loslassen und sein, ohne Ich-Gefühl. Spüre mal in dich hinein, ob du bereit bist dafür. Und wenn du bereit bist, dann lass es los. Einfach gehen lassen, ins offene Sein hinein. Lass es einfach los, ins offene Sein hinein. Und wenn du dann nicht mehr weißt, wer du bist, dann bietet dir das Mahamudra an, dich auf dieses Bodhicitta einzulassen. Ganz in diesem offenen, liebevollen Gewahrsein einzukehren. Und dieses offene Gewahrsein ohne Mittelpunkt, das wurde Prajnaparamita genannt, befreiende Weisheit. Die Erkenntnis der leeren Natur mit dem Herz des Mitgefühls. Sie wird auch die große Mutter genannt, weil sie die Mutter aller Buddhas ist. Sie ist diese Dimension, in der sich alles Erwachen vollzieht. Die Prajnaparamita.
Wenn du es dir erlauben kannst, mal für eine Weile ohne Ich-Gefühl zu sein, lass es nochmal los, lass es gehen und trete ein in deine wahre Natur als Prajnaparamita. Wisst ihr, im Chö oder im Mahamudra Pova, da würden wir einfach so symbolisch ein P machen. P in die Offenheit. All dieses unnötige Greifen wird in die offene Natur hinein befreit. P. P. Das P steht für Prajnaparamita. Und das T, das Ta am Ende des Pet, das steht für Tantra. Kontinuität des zeitlosen Gewahrseins. P. P. Und bevor ihr mir jetzt alle wieder hineinschlüpft in euer normales Sein, schaut mal hier die Prajnaparamita an. Ihr seht sie, ne? Könnten wir die mal kurz groß haben? Geht das? Dass wir sie in Fokus nehmen. Daneben steht das Buch Mahamudra. Mahamudra ist auf Tibetisch feminin, die Mahamudra, auf Sanskrit auch. Ja? Die Mahamudra, die Chakya Chen Ma. Das ist dasselbe wie die große Mutter. Und wir hatten ja letztes Mal in der Shamatha-Serie, hatten wir ja 2, 3 Meditationen mit der Prajnaparamita. Und hier so viele von euch haben mir gesagt, wie sehr ihnen das gut getan hat. Und das ist jetzt die Antwort der Yogacara-Tradition mit dem Tantra auf dieses Dilemma, wenn man kein Ich-Gefühl mehr findet oder aufbauen möchte, ja, wer ist man denn dann? Und dann sind wir diese Prajnaparamita oder ein anderer Yidam, die sind alle gleich. Ob es jetzt Tara ist oder Chenrezig, wir sind dieses erwachte Sein, das wir nicht näher zu greifen brauchen. Ja, wir sind das einfach. Jetzt habe ich mich, das war jetzt aber nicht extra, ich bin jetzt tatsächlich in der Mudra von Prajnaparamita. Ihr seht, sie hat rechts den Vajra, ja, für das Vajra-Gewahrsein, ja, das unzerstörbare Gewahrsein. Und links hat sie den Prajnaparamita-Text, das Herzsutra. Und da gibt es noch viele andere Prajnaparamita-Texte. In 400 Zeilen, in 8000 Zeilen, in 100.000 Zeilen. Also es gibt unglaubliche Mahayana-Sutren, wo es sich einfach darum dreht, dass wir das gar nicht brauchen, dieses Vergegenständlichen. Wir brauchen gar nicht ein Ich-Gefühl zu erzeugen, ein Zentrum im Universum. Wir brauchen gar nicht in die Dinge, die sich alle wandeln, irgendetwas Festes hinein zu projizieren. Es geht auch ohne. Also die Frage diese Woche ist an euch, seid ihr bereit, Prajnaparamita zu werden? Das wäre, ich gucke da manchmal hier so runter, weil ihr da vor mir sitzt. Also wärt ihr bereit, Prajnaparamita zu werden? Das ist der Geist, aus dem diese Texte heraus geschrieben wurden, also die Zitate, die Dagbhuta Shinamgal bringt. Er selber war eine Verkörperung dieses Mahamudra, dieser befreienden Weisheit. Und immer wenn ihr euch bereit fühlt, es wieder einmal zu sein, dann macht ihr P. Ins offene Gewahrsein hinein. Ganz einfach. Und wir machen jetzt eine
geführte Meditation, wieder so ein bisschen wie gestern. Das wäre die nächste in unserer Serie hier, das ganz genaue Unterscheiden geistiger Phänomene im Hinblick darauf, wie sie wirklich sind. Aber ich möchte, dass ihr das aus der Fülle heraus untersucht und anschaut. Untersuchen bedeutet einfach nur hinfühlen. Und dass ihr das nicht aus einer Perspektive heraus macht, irgendwie etwas euch völlig Unbekanntes irgendwo entdecken zu müssen, sondern ihr geht in das Vertraute hinein. Das, was sowieso die Grundnatur des Seins ist. Okay, also setzt euch wieder mal bereit für eine Weile des Meditierens. Und da wir ja viele Meditationen miteinander teilen, da kann es für einige von euch angenehmer sein, sich vom Bildschirm auch wegzudrehen, sodass ihr einfach nur den Klang habt. Ihr braucht nicht auf dem Bildschirm zu schauen. Ihr könnt zum Beispiel auch in die Weite schauen, durchs Fenster hinaus. Lasst uns miteinander in diese Dimension der befreienden Weisheit eintauchen. Wir sehen die Natur der Phänomene mit den Augen der großen Mutter. Mit diesen Augen, die im Herzen sitzen oder im Bauch. Dieser intuitiven Schau dessen, wie es wirklich ist. Und noch einmal lassen wir aufsteigendes Ich-Gefühl in die Weite hinein los. Ins offene Sein. Und wir spüren, wie die Körperwahrnehmungen im offenen Sein auftreten. Die Formwahrnehmungen im Körper, im Visuellen, im Bereich des Hörens. Alles wird deutlich wahrgenommen und ist zugleich nicht fassbar. Das ist gemeint mit Form, ist von leerer Natur. Leere Natur manifestiert sich als Formen. Wir verstehen als Prajnaparamita. Wir verstehen intuitiv.
Das Gleiche gilt auch für angenehme, unangenehme und neutrale Empfindungen, Gefühlstönungen. Sie zeigen sich im offenen Raum frei von Greifen. Gedankliches Benennen wie Sonne und Schatten, hell und dunkel, innen und außen, Weite und Enge, all das befreit sich im offenen, nicht greifenden Sein. Diese Unterscheidungen, diese Benennungen werden in ihrer wahren Natur erkannt, nicht fassbar. Und weil sie nicht fassbar sind, kann eine der anderen folgen, ohne dass es irgendwo je ein Problem gibt. Unbehindertes Erscheinen von geistigen Gestaltungen. Manchmal ein wenig emotional gefärbt, dann wieder frei davon. Wir sind das Gewahrsein der großen Mutter. All die verschiedenen Bewusstseinszustände, die wir da so erfahren, sie fließen vom einen in den nächsten, kontinuierlich, ohne Unterbruch. Überall Bewusstsein, Gewahrsein, ganz offen, in voller Resonanz und ohne je etwas zu ergreifen.
Wir bleiben geschmeidig. Es gibt nichts festzuhalten. Denn dies ist unsere Grundnatur. Sie ist immer da. Wir brauchen keine Sorge zu haben, dass wir sie je verlieren könnten. Alle Sinne weit offen. Fließend, unbehindert, ganz fein, deutlich wahrnehmend. Und wer würde da auf die Idee kommen, irgendeinem dieser Phänomene eine solide Existenz anzudichten? Wiederum vielen Dank.
Ich verzichte darauf, die Klangschale zu benutzen, weil ich mitbekommen habe, dass das sowieso nicht sehr gut übertragen wird über Zoom. Ihr merkt, das ist leichter, wenn wir die Dinge mal gleich aus der erwachten Perspektive anschauen. Wenn man da so Überschriften liest, wie das ganz genaue Unterscheiden geistiger Phänomene, also wenn noch nicht die Haare ausgefallen sind, dann fallen die da wohl aus. Ne? Weil wie soll das gehen? Da kommt man direkt in so, ja, da denkt man, ich muss jetzt was ganz genau machen. Und wenn ich in der Schule gehört habe, ganz genau, ja, dann hatte ich nur noch Angst, Fehler zu machen. Ja, ich muss es jetzt ganz genau machen. Aber dieses ganz Genaue bedeutet frei von Irrtum. Ja? Ganz frei von Irrtum. Hinschauen, ganz genau wie es ist. Ohne dass wir das irgendwie verzerren und irgendwie unsere Ideen drüber legen. Und das gelingt uns am besten, wenn wir nicht versuchen, mit unserem normalen Blick zu schauen, weil der ist bekannt dafür, dass der ziemlich getrübt ist von so Annahmen über die Wirklichkeit. Wir lassen all diese Annahmen los und schauen im tiefen Vertrauen, dass das Schauen, dieses genaue Unterscheiden sich von selbst vollzieht. Und das machen wir immer wieder. Immer wieder gehen wir in dieses Erleben, was ein anderes Wort für Schauen ist, in dieses Fühlen. Ja, und dann gar nichts mehr. Dann ist einfach nur dieses Erleben einer unsagbaren Einfachheit. Ja. Unsagbar bedeutet, ich kann es eigentlich nicht ausdrücken. Es ist so einfach und weit und offen und darin wird uns klar, wie einfach das Leben eigentlich ist und dass wir völlig ohne dieses Ich-Gefühl auskommen. Dass das eine Art und Weise ist, sich in diesem Leben zu bewegen, kann sogar ziemlich problemlos sein, wenn wir uns nicht völlig mit diesem Ich-Gefühl identifizieren, dann geht das eigentlich ganz gut durch. Wenn wir anfangen, uns damit zu identifizieren, wird es problematisch und es wird auch problematisch, wenn wir denken, dass die Situationen, also die Probleme, die Problemsituationen und die angenehmen Situationen, dass die dauerhaft wären. Und es wird auch ein Problem, wenn wir denken, ein wunderbar renoviertes Haus würde nicht altern. Das ist auch ein Problem. Kaum, ja, es altert ja schon, während es renoviert wird. Ja, also, ne? Unsere Balkone, die wurden doch gerade erst eingebaut und schon kriegen sie den berühmten Grauschimmer und. Das ist, ja, es geht schon. Und das ist mit allem so. Bei den Bergen sehen wir das nicht so genau, wie sie zerkrümeln. Aber irgendwie hat man mir mal in der Schule beigebracht, der Schwarzwald wäre so hoch wie die Alpen gewesen. Ja, da ist ganz schön was runtergekrümelt im Laufe der Zeit. Ja? Und so geht das mit allem. Und dann sagt man mir auch noch, die Planeten würden sich auflösen. Also sowas wie eine Sonne wäre ein vergängliches Phänomen mit dem ganzen Sonnensystem. Und. Ja, also wir schaffen uns nur unnötige Probleme, wenn wir irgendetwas so vergegenständlich und so solide machen.
Und tatsächlich ist es so viel leichter zu leben. Jedes Mal, wenn wir in das Bewusstsein der großen Mutter hineinschlüpfen, wow, so viel leichter. Ja? Und das mit der großen Mutter, das war schon ein Ausdruck aus dem Zyklus der Prajnaparamita-Sutren. Ja? Diese Lehren, die ungefähr ums 2. Jahrhundert nach Christus in schriftlicher Form entdeckt wurden. Und dann die buddhistische Welt zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert so dominierten in Nordindien. Und dieser Name war schon da. Und dann gab es Visionen von der großen Mutter. Ja. Und diese Visionen sind so für uns, die können wir als Brücke benutzen. Das ist nämlich genau dieses Wackelige, wenn normal Mensch sich darauf einlässt, ohne ein Ich-Gefühl zu leben. Zunächst ist da eine Befreiung und dann wissen wir aber nicht, wenn wir angesprochen werden, wenn wir in Relation zu der Außenwelt treten, wer wir dann sind in Relation zur Außenwelt. Wie stelle ich mich dar? Und dann bin ich halt die große Mutter mit dem Namen Birgit oder Tillmann oder so. Ja, ohne wieder in die alte, so kristalline Struktur hineinzuschlüpfen, wo alles so eng und steif wird, bin ich jemand und zugleich niemand. Und das ist das Angebot des Tantra, ja, der tantrische Buddhismus, wozu auch Mahamudra gehört. Das Angebot ist, der Yidam zu sein, also dieser Buddha-Aspekt, wo wir eigentlich niemand sind. Und doch haben wir irgendwie so eine Lichtform und wir sind immer verbunden mit der Keimsilbe im Herzen oder im Bauchraum, Beckenraum oder wo auch immer, mit dem Bodhicitta als Essenz dieses Seins. Und wir merken, das sind alles Qualitäten. Und das ist der Beitrag der Yogacara-Richtung ab dem 4. Jahrhundert nach Christus. Ja? Wo Maitreya Asanga, also Maitreya ist der zukünftige Buddha, der Asanga in unzähligen Visionen erschienen ist und ihm Dinge übertragen hat, sodass Asanga, wenn er das weitergab an die Menschen, immer das Gefühl hatte, nee, ich bin nicht der Autor, Maitreya ist der Autor. Und das kommt alles von ihm. Ja? Deswegen werden die immer zusammen Maitreya Asanga genannt. Maitreya hat nicht auf dieser Erde gelebt. Das ist ein visionärer Buddha, von dem es heißt, dass er der 5. Buddha dieses Weltzeitalters sein wird. Und diese Übertragung hat Ja gesagt zur Fülle des Seins, zur Fülle des Gewahrseins, Bodhicitta, also Geist des Erwachens in jedem von uns. Im Gewahrsein der leeren Natur. Niemand behauptet, dass es das Bodhicitta irgendwo gibt, dass man das greifen könnte. Auch das sind Wirkkräfte. Das sind die Wirkkräfte, die sich freisetzen in uns, wenn wir nicht mehr auf der Bremse stehen. Ja, das Ich-Gefühl, die Trennung, die da so entsteht durch das Ich und das andere, wenn diese Trennung wegfällt, das ist so, als würden wir von der Bremse gehen. Dann können sich diese Qualitäten ungebremst zeigen. Okay? Und heute, als ich so mich vorbereitete innerlich auf den heutigen Tag, habe ich gedacht, ich habe keine Lust mit euch gebremst in diesen Tag zu gehen. Ja? Deswegen sind wir das gleich mal so angegangen, anknüpfend an die letzte Woche vor einem Jahr, wo wir schon so viel mit Prajnaparamita gearbeitet haben. Und ich gedacht, ja, wenn es so vielen doch Spaß gemacht hat, dann machen wir damit weiter. Bei mir macht es auch Spaß. Ich gehe immer gern gleich in die Lösung. Das ist auch typisch tantrisch, ne? Und das ist auch typisch Mahamudra, die Dinge von der Frucht her, von der Lösung her zu erspüren und von dort her die Hindernisse aufzulösen. Okay, es würde jetzt gerade passen, eine Pause zu machen.
Wir machen so, normalerweise in einem 3-Stunden-Zyklus machen wir 2 Pausen und diese hier ist eine Viertelstunde. Wir treffen uns um 10 wieder. Okay? Ja, dann geht's weiter. Ja, es ist schön, so ein paar alte, vertraute Gesichter aufleuchten zu sehen. Auch ein paar neue dabei. Ganz, ganz arg schön. Wir sind also weiter unterwegs auf unserer Reise mit der Transsibirischen. Ihr erinnert euch, ne? Einfach eine Reise, die eine Woche dauern kann. Und jetzt gerade war Kaffeepause. Ne? Jetzt ist die Frage, ob in der Kaffeepause, ob ihr wieder hübsch festgehalten habt am Ich. Oder vielleicht doch nicht. Wie sieht's aus? Habt ihr in der Pause wieder so, seid ihr wieder reingeschlüpft in so ein Ich-Gefühl? Habt ihr es ein wenig kultiviert? Könnte ja sein, oder? Passiert glatt, oder? Ach, kaum sieht man seine Hunde, ist man wieder ich und du, ne? Kaum sprechen wir miteinander, dann kommt es wieder. Stellt euch mal vor, das hat mir jemand in der Pause gerade so wieder in Erinnerung, das mache ich ja oft mit euch, so ich, ne? Ich habe da jetzt so einen Stift in der Hand, so Ich-Gefühl. Ne? Ich nehme was Größeres, damit es gut sichtbar ist, weil das Ich ist eine ziemlich fette Wurst. Ja? Das Ich-Gefühl. So, das Ich-Gefühl. Ich bin. Ist doch ein toller Witz, oder? Ich bin. Ne? Alle denken das. Stellt euch vor, stellt euch mal diesen Planeten vor. 8 Milliarden Menschen und ein paar zerquetschte. Ja? Oh Mensch, alle mit dem Ich-Gefühl. Und jetzt stellt euch mal mit Mitgefühl vor, alle würden so ein bisschen locker machen. Alle würden so ein bisschen. Oh, stellt euch mal vor, was für eine Welle über den Planeten geht, wenn Menschen so ein bisschen ihre Hand öffnen würden. So ein bisschen dieses Ich-Gefühl. Könnt ihr das? Macht das doch mal. Innerlich, äußerlich, wie auch immer. Seid ihr bereit, das Ich-Gefühl mal wie so auf und davon fliegen zu lassen? Es kommt ja wieder. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie uns verloren gehen würde, oder? Das ist so wie die Elstern da vorne im Baum, die kommen immer wieder zu ihrem Nest. Ne? So sehr vertrautes Ich-Gefühl. Jederzeit kann es wiederkommen. Aber lasst es doch mal fliegen. Vielleicht kommt es ja auch nie wieder. Seid ihr bereit, es fliegen zu lassen? Sich auflösen zu lassen? Da war doch was mit der großen Mutter. Ach so. Ja, geht doch. Geht doch. Wow. Und jetzt einfach euren Stift weglegen, dieses einfach auf die Seite legen. Braucht es gerade nicht. Braucht es nicht. Um zu verstehen, es ist besser aus dem offenen Raum, dem offenen Gewahrseinsraum zu verstehen, als aus dem kleinen Ich. Das kleine Ich versteht nicht so gut. Das versucht immer die Dinge so einzuordnen und in Schubladen. Das brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Es ist so eine weite Dimension, die sich da auftut. Wir sind nämlich jetzt in der Einsichtsmeditation,
im Ausweiten der Seinserkenntnis durch das gründliche Untersuchen der Phänomene. Das wäre der Punkt 3 hier. Da geht es darum, dass die Seinserkenntnis, die sich schon gezeigt hat, dass sie sich ausweiten kann in alle Bereiche. Das ist die Seinserkenntnis der bereits verwirklichten Bodhisattvas, Bodhisattvis. Und das zuzulassen, bedeutet immer wieder in die Prajnaparamita hineinzuschlüpfen. In ihr aufzugehen, sie in uns aufgehen zu lassen. Sodass gar keine Gefühle von Trennung mehr erzeugt werden. Dass es quasi mühsam ist, in ein Gefühl der Trennung zu gehen. Und dann bemerken wir, und jetzt greife ich ein bisschen vor, es ist die Mahamudra-Terminologie, bei dem ganz genauen Hineinfühlen, wie die Phänomene sind, wie das Erleben stattfindet, dass sich alles von selbst befreit. Alles. Es ist einfach nur ein anderer Ausdruck dafür, dass das alles von nicht fassbarer Natur ist. Es befreit sich von selbst. Und niemand braucht etwas dafür zu tun. Und wenn das vollständig wird, dann ist das die tatsächlich gründliche Analyse der Phänomene, Punkt 4, das ist die Vollkommenheit der Seinserkenntnis, eines vollkommen Erwachten. Dann führt Dakpotashinamga Shravakabhumi an, die Stufen der Hörer. Und dort werden 6 Arten von Vipassana aufgezeigt. Wir werden im Laufe der Woche damit zu tun haben. Und zwar, ich lese mal kurz vor, das Vipassana der 6 Arten von Untersuchung besteht im eingehenden Untersuchen und Erforschen von Phänomenen gemäß 6 Kategorien von beobachtbaren Merkmalen. Da geht es um die Bedeutung. Und wir beginnen zu merken, da gibt es eine interpretierte Bedeutung, das, was wir hineinprojizieren, hineindenken in die Phänomene und ihr eigentliches So-Sein. Dann gibt es das Gefühl von Gegenstand. Und das ist immer, als ob da etwas wäre, also die vermeintliche Dinghaftigkeit vom Gegenstand. Dann gibt es Eigenschaften, die wir erfahren können. Und wir fühlen in der Einsichtsmeditation in diese erfahrbaren Eigenschaften hinein. Wir nehmen Tendenzen wahr, also wirkende Kräfte. Denn Einsicht bezieht sich auch darauf, dieses bedingte Entstehen zu durchdringen mit Einsicht, also die im Universum wirkenden Kräfte zu erspüren, ohne je etwas zu vergegenständlichen. Dann weitet sich die Einsicht auch aus auf die Zeit, also die irrige Annahme, dass irgendetwas in der Zeit, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren würde. Wow, ihr merkt, was das macht unglaublich was. Ja? Also es geht nicht nur darum, so das Ich-Gefühl so im Jetzt mal loszulassen. Jetzt tut doch mal, hier, legt doch noch mal etwas in eure Hand. Das kann ja auch eure Teetasse sein. Ja? Legt es euch in die Hand und stellt euch vor, das ist eure Biografie. Ja, stellt euch mal vor. Ihr habt eure Lebensgeschichte in der Hand. Seid ihr bereit?
Seid ihr bereit, eure Lebensgeschichte loszulassen, zu entlassen aus der Identifikation? Wer bin ich denn ohne meine katastrophale Kindheit? Wer bin ich ohne die Rollen, die ich schon alle innehatte? Seid ihr bereit? Schnell wieder schnappen, ne? Seid ihr bereit, sie ganz loszulassen? Stellt euch das mal vor. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Für mich ist gut. Seid ihr bereit? Lasst es los. Stellt es weg, stellt es auf die Seite, damit die Tasse nicht kaputt geht. Ja, aber stellt die Biografie auf die Seite. Stellt euch mal vor, jemand ohne Zeit zu sein. Kein jemand in der Zeit, in der Vergangenheit, jetzt und in Zukunft. Wow. Einfach nur große, offene Liebe, Gewahrsein, große Mutter. Wir können auch großer Vater sein, alles wunderbar. Was macht das? Ist doch, also wer sich darauf einlassen kann und auch nur für eine kurze Zeit, also wie gesagt, ihr dürft es gerne zurücknehmen. Wenn es mal gebraucht wird für so ein Curriculum vitae, ein CW, ja, dann könnt ihr ja eure Biografie angeben. Aber ansonsten können wir die auch beiseite legen und heute ganz frisch und frei einfach sein. Immer wieder. So oft wie möglich. Das ist mit Zeit gemeint. Und dann gibt es den 6. Punkt hier, die logische Schlussfolgerung. Da ist gemeint, dass wir unseren Intellekt mit auf den Weg nehmen. Also, der wird nicht etwa ausgebotet, sondern die große Mutter hat einen ganz feinen Verstand. So ein feines Verstehen, so eine unglaubliche Fähigkeit zu verstehen. Und sie ist in der Lage, die Absurdität all der bisherigen Standpunkte zu sehen. Alles, womit ich mich bisher identifiziert habe, die Meinungen zu durchschauen. Sie sieht, zu was für logischen Absurditäten das führt. Das war ein Steckenpferd von Nagarjuna, ne, dem Begründer des Mittleren Weges, Madhyamaka. Die Absurdität der Sichtweisen aufzuzeigen, von existent, nicht existent, Kombination der beiden, weder noch, in welche absurden Konsequenzen das führt. Wow! Bis der Intellekt so weit nachgereift ist, kann man sagen, so weit der Seinserkenntnis entspricht und ihr Ausdruck verleihen kann. Wow! Alle Irrtümer werden aufgedeckt. Und es zeigt sich mit völliger Klarheit und Gewissheit genau, wie das Leben funktioniert. Völlig klar, völlig logisch. Nur weil es die leere Natur die Natur von allem ist. Nur deswegen können sich Formen zeigen, nur deswegen können sich Empfindungen zeigen, nur deswegen kann es überhaupt ein Ich-Gefühl geben, nur deswegen kann sich Ich-Gefühl wieder auflösen. Es wird so offenkundig. Weil nichts Substanz hat, können bedingte Kräfte wirken und dieses Universum gestalten. Und. Es wird so klar alles. Das alles ist damit angedeutet, mit diesen 6 Aspekten unseres Erkennens. Ihr könnt manchmal das Wort untersuchen, könnt ihr durch Erkennen ersetzen. Es bleibt nicht beim Untersuchen, sondern das Untersuchen bringt Erkenntnisse hervor.
Und dann verweilen wir in dieser Erkenntnis. Und Tashinamgal geht weiter, untersuche die Untersuchungsgegenstände kontinuierlich und differenziert mit gedanklichen Begriffen. Das ist so dieses analytische Untersuchen der Anfangsstufen. Analysiere dann, also erkenne dann, ohne dich mit Begriffen zu beschäftigen, das Unaussprechliche im Eingeschmack. Da taucht zum ersten Mal das Wort Eingeschmack auf. Das ist ja, der Yoga des einen Geschmacks ist ja auch ein Mahamudra-Begriff, der eine Geschmack der leeren, nicht fassbaren Natur. Alles Erlebten, aller Phänomene. Da geht's hin, in diesen einen Geschmack der Vielfalt einzutreten. Es wäre jetzt natürlich möglich, da eine Meditation zu machen, ein bisschen anspruchsvoll, wir heben uns das für später auf. Jetzt gerade gehen wir noch ein bisschen zur Schule. Ja, wir gehen jetzt noch durch diese 11 Stufen, diese 11 Formen geistiger Beschäftigung mit dem Gegenstand der Betrachtung als verschiedene Spielarten von Vipassana durch. Da bringt Vasubandhu, der Bruder von Asanga, Vasubandhu, fast all die Formen von Vipassana, die schon erwähnt wurden, fasst die zusammen und bringt die in eine innere Reihenfolge. Und das ist eine sehr bewährte Reihenfolge hier. Die Worte der Übersetzung und die da gewählt wurden im Text sind etwas anders als dieselben 11 Stufen, dieselben 11 Übungen der Einsichtsmeditation, die der 9. Karmapa im Ozean des wahren Sinnes anspricht. Also, wer von euch jetzt ganz nah am Bücherschrank ist, der kann sich die Lektion 43 aufschlagen, im Ozean des wahren Sinnes. Für die anderen mache ich es mündlich. Ja? Ihr braucht das nicht alle zu haben. Aber ich sehe, einige haben es so schon in der Hand. Lektion 43, in der neuen Ausgabe wäre es Seite 181. Plus, minus ein paar Seiten, je nach Ausgabe, die ihr habt. Lama Hendrik, der das übersetzt hat, der hat ein sehr praxisnahes Vokabular. Ja, der drückt die Dinge sehr nahe am Erleben aus. Das ist ein Vorteil. Ich gehe jetzt mit euch den Text von Tashinamgal durch und beschreibe euch kurz, was diese 11 Stufen des Sich-Beschäftigens der geistigen, ja, beschäftigen bedeutet hier die Aufmerksamkeit auf etwas richten. Also die 11 Spielarten, die Aufmerksamkeit in den Bereichen der Einsicht zu halten. Das ist, worum es jetzt geht. Und die sind so gestaffelt, dass wir das Gefühl bekommen, dass immer das Nächste aufs Vorhergehende folgt. Was zu Anfang irgendwie ein sehr beruhigendes Gefühl ist von so einem Weg, den man gehen kann. Aber tatsächlich ist das keine stringente Reihenfolge. Manchmal bewegen wir uns mehr in dem Bereich, manchmal mehr in dem. All die Bereiche befruchten sich gegenseitig. Wir könnten sie manchmal in einem Kreis abbilden. Sie müssen nicht in so einer Linie stehen. Wir können sie als ein Feld darstellen, in dem jedes Element des Feldes das andere beeinflusst. Wir können sie auch so darstellen, als würden diese 11 schon alle vorhanden sein. Die sind alle schon in uns vorhanden und wir entdecken einfach. Dieser Geistesstrom, der noch ein bisschen verschleiert ist, der entdeckt, dass sich das tatsächlich in uns zeigt, wenn wir es zulassen.
Wenn wir nicht mehr beschwert sind vom Ich-Gefühl, nicht mehr beschwert sind von unserer Biografie, wenn wir es tatsächlich zulassen, einfach mal die große Mutter zu sein, ja, dann entdecken wir das. Und wer das so zulassen kann, der entdeckt auch, warum Tantra, also der Vajrayana, die Behauptung aufstellt, das würde den Weg beschleunigen, weil wir mit einem riesen Vertrauen und mit einem Segensstrom, der durch die Zeiten geht, unseren Platz als Buddhas und Buddhis einnehmen und aus dieser Perspektive Einsichtsmeditation betreiben. Viel einfacher, als wenn wir denken, wir müssten mühsame Einsichten erzeugen. Es ist so viel einfacher. Die Einsichten geschehen dann so im Hintergrund, ohne viel Anstrengung. Ich führe euch jetzt mal da durch. Zu Anfang haben wir tatsächlich dieses Untersuchen und Analysieren, was Hendrik als das vollständige Untersuchen beschreibt und wo der Karmapa dazu sagt, wir untersuchen zunächst beharrlich den Geist. Was ist seine wahre Natur? Existiert er oder nicht? Das sind so die Anfangsübungen im Lakton-Kapitel, im Einsichtskapitel, im Ozean des wahren Sinnes. Wir machen eine gewisse Anstrengung, gucken hin, lässt sich denn unser Geist irgendwo, lässt sich dieser berühmte Geist irgendwo finden? Hat er eine Form, eventuell sogar eine Farbe, einen Ort, an dem wir ihn finden und so. Hört sich ein bisschen mühsam an, ist aber wichtig. Es ist wichtig, diese Grundannahmen von einem existierenden Geist ein wenig in die Enge zu treiben. So. Da müssen wir schon gründlich vorgehen. Wer da schlampig vorgeht, der hinterlässt so ein bisschen ein Gefühl von Unsicherheit. Habe ich wirklich überall nachgeschaut? Ist es wirklich so? Also wir müssen schon schauen. Weil wenn es keinen Geist zu finden gibt, dann gibt es auch kein Ich zu finden. Okay, das ist also klar, ne? Ich muss was Geistiges sein. Ne? Also wenn es keinen Geist zu finden gibt, gibt es auch keine Seele. Ja, versteht ihr? Das ist alles Bewusstheit. Ne? Was wir Geist nennen, ist Bewusstheit. Also wo ist dieses Ding, das bewusst ist? Ja? Der Geist. So. Und dann machen wir uns ein bisschen Mühe. Wir werden durch die Instruktionen der Lehrer geführt. Dafür sind diese Einstiegslektionen in der Einsichtsmeditation im Ozean des wahren Sinnes gedacht. Und dann gehen wir ins nächste, wo wir dann nur analysieren, ohne zu untersuchen. Das ist der Punkt 2, das feinere Ergründen im Einzelnen. Und da wenden wir uns dem Geist in seiner grundlegenden Beschaffenheit zu. Farbe, Form, woher kommt der Geist, wo verweilt er, wo geht er hin? Also die Analyse wird etwas feiner. Jetzt gerade, der Geist ist ja aktiv, oder? Das, was wir Geist nennen, ist ja jetzt gerade aktiv. Okay? Wie ist denn das so? Wie ist denn das mit dem Geist, wenn er ruhig ist? Ist er dann immer noch derselbe Geist oder der aktive Geist? Kommt der aktive Geist von irgendwo anders her? Ist der denkende Geist anders als der nicht denkende Geist? Ja, wir schaffen Klarheit in diesem Bereich.
Wenn ich einschlafe, ist der Geist dann zwischendurch mal weg und kommt wieder, wenn ich aufwache. So. Tja, ne, muss man ja irgendwie, ist ein bisschen schwierig rauszufinden, aber trotzdem, das sind alles so Dinge, die wir untersuchen. Ne? Dann gehen wir weiter zu einer geistigen Beschäftigung, das ist der Punkt 3, ohne untersuchen und analysieren. Das ist ein subtiles Erforschen. Dieses subtile Erforschen verzichtet auf das klassische Untersuchen und Analysieren. Also es handelt sich jetzt nicht mehr um Denkprozesse. Wir beginnen jetzt nur noch hineinzufühlen. Und Karmapa schreibt dazu, wir untersuchen vollständig den Suchenden ebenso wie das Gesuchte. Also Subjekt, Objekt. Jetzt geht dieses feine Erspüren ach so, ja, jetzt habe ich doch selbst das Ich-Gefühl vorhin losgelassen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr finden. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ihr könnt noch was finden. Weiß gar nicht. Hört noch mal hin. Das Gesuchte und der Suchende, die Suchende. Geist und die Meditierende, der den Geist sucht. Und ihr merkt, da passiert so etwas, das unseren Verstand aushebelt. So das intellektuelle Greifen wird ausgehebelt und genau darin verweilen wir. Der Suchende und der gesuchte Geist. Erspüren. Sind sie irgendwo zu finden? Naja, und dann ist die logische Folge davon, dass wir in einer Form von Shamatha landen, das ist der Punkt 4, in einem ruhigen Verweilen, wo wir subtil noch beobachten, ein bisschen, ihr merkt, dass während ihr so unterwegs seid, so ein subtiles, wir bemerken noch, wie sich unser Geist verändert, wie er sich öffnet und lockert, und das nennt man jetzt Geistesruhe dank sich ausweitender Einsicht. Ja? Oh, das ist das Nächste. Wir verweilen in diesem Nicht-Fassen-Können von irgendetwas. In dieser Phase, da halten sich Praktizierende oft längere Zeit auf, weil
es ein Vertrautwerden braucht, damit einfach so zu sein, ohne Nahrung für den Intellekt. Und mit der Zeit stellt sich so eine Gewissheit ein, dass es tatsächlich so ist. Das nennt man das Ruhen in der Sicht, das Aufgehen in der Sicht. Und das ist der Übergang in non-duale, intuitive Einsicht, ins eigentliche Vipassana. Die logische Folge in der Entwicklung ist, dass nun Shamatha und Vipassana als Einheit erfahren werden. Unendliche Geistesruhe dank dieser Sicht oder Einsicht, die bewirkt, dass es zu keinem Greifen mehr kommt. Nichts wird mehr vergegenständlicht. Als große Mutter ist das total einfach.
Und das geht dann hinüber in das, was der Karmapa Klarheit nennt. Und hier geistige Beschäftigung nach dem Prinzip völligen Begreifens genannt wird. Punkt 7. Das ist auch etwas ganz Natürliches. Es hat etwas mit der grundlegenden Lichthaftigkeit des Geistes zu tun. In dieser Einheit von Geistesruhe und Einsicht dominiert dann die Erfahrung von Lichthaftigkeit, von allumfassender Klarheit, und darin werden die Spuren von Dumpfheit und Wildheit aufgelöst. Wir treten auch ganz von selbst dadurch ein in den Bereich des Nichtdenkens. Nichtdenken wird hier geistige Beschäftigung nach dem Prinzip von Shamatha genannt, bei Dashinamgal, also bei Vasubandhu. Geistesruhe hat zum Inhalt, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Das, was wir dabei erleben, ist, dass wir überhaupt nicht mehr verwickelt sind in Denkprozessen. Und da es sich hier um die Einheit von Shamatha und Vipassana handelt, kann schon das ein oder andere auftauchen. Das stört ja nicht. Es wird ja in seiner wahren Natur erkannt. Und weil es in seiner leeren, nicht fassbaren Natur erkannt wird, löst es sich im Entstehen bereits auf. So wie diese Worte, die ihr gerade gehört habt, sich sofort auflösen. Wir werden immer vertrauter mit diesem klaren, nicht denkenden, lichthaften Sein. Und das bringt uns in den Bereich von Gleichmut oder Ausgewogenheit. Das ist jetzt der Gleichmut, der auf Einsicht beruht. Ein ausgewogenes, unaufgewühltes Sein, frei von Dumpfheit und Wildheit, frei von Täuschung.
das wird immer stetiger. Wir nennen das andauernde Beschäftigung oder andauernde Ausrichtung. Und führt im 11. Punkt in völlige Unzerstreutheit, völlige Hingabe an dieses Verweilen in Einsicht. Vielen Dank an die Übertragungslinie, an diese wunderbaren Meisterinnen und Meister, die uns den Segen geschickt haben, dass wir so durch diese
11 Stufen hindurchfließen kann. Das war jetzt die Meditation des Verweilens im einen Geschmack des Unaussprechlichen. Nur habe ich sie ein bisschen später eingefügt und irgendwie ist es so passiert, dass wir die 11 Stufen da, die 11 Übungen mal so gerade mitgenommen haben in die Meditation. Also ihr könnt jetzt natürlich das Ich-Gefühl wiedernehmen. Jetzt ist die Übung ja vorbei. Also, wer möchte. Aber wir könnten auch versuchen, eine Pause ohne Ich-Gefühl zu machen. Also quasi dem Ich-Gefühl eine Pause schenken. Könnten wir auch. Also, bleibt er liegen oder bleibt er nicht liegen? Nehmen wir ihn mit? Greifen wir ihn wieder? Oder ersparen wir uns das? P, ne? Wir können immer wieder P machen, immer wieder uns erinnern. Und das ist die Praxis in der Nachmeditation. Immer wieder eine Sekunde des Erinnerns. Mehr braucht es nicht. Aber es ist auch völlig okay, das Ich-Gefühl wiederzunehmen. Wir können damit auch spielen. Es wird immer harmloser. Es ist sowas von harmlos, wenn wir ihm nicht mehr diesen unglaublichen Glauben schenken. Ja, unglaublicher Glauben. Das ist so, ja, man kann es kaum glauben, was wir dem für einen Glauben schenken. Wenn das nicht mehr der Fall ist, ist Ich-Gefühl unschädlich. Ja? Also wir treffen uns in einer Viertelstunde wieder, 11:05, für die 3. Morgenrunde. Alles Gute bis dahin. In diesem Einsichtsprozess benutzt die Tradition für diejenigen, die sich darauf einlassen wollen, den Intellekt, um die bisherigen Annahmen des Intellekts in Frage zu stellen, zu untersuchen und zu widerlegen. Wir benutzen also zu Anfang, dualistische Prozesse des Bedenkens, Untersuchens, Beobachtens, Analysierens, um
die Behauptung, die dieser dualistische Verstand aufgestellt hat, ad absurdum zu führen. Und die meisten von uns Praktizierenden, die kneifen, wenn sie das hören. Die kneifen dabei und wollen sich dem nicht stellen. Das ist ihnen zu mühsam. Dann laufen sie den Rest des Lebens mit einem gewissen Glauben durch die Gegend an die Mahamudra-Aussagen, die Aussagen des Madhyamaka über die Natur der Dinge, die Natur des Seins. Das glauben sie alles, das erleuchtet ihnen ein. Und immer wenn sie im Yidam sind, in der großen Mutter, dann ist alles so einfach. Aber sie haben nicht richtig aufgeräumt. Kaum schlüpfen sie wieder in das Ich-Gefühl und die Dualität hinein, sind die alten Überzeugungen wieder zur Stelle. Es ist ein Nachteil, wenn man die Abkürzung nimmt aus Denkfaulheit, Verzeihung, also weil das einem einfach ein bisschen unbequem ist, den Verstand in die Enge zu treiben, ja, dann läuft man Gefahr, unaufgelöste Annahmen über die Wirklichkeit viel länger als nötig mit sich zu schleifen. Deswegen lege ich es euch schon ans Herz, dass ihr euch so ein bisschen damit befasst. Ja, man müsst ihr ja nicht übertreiben. Also übertreiben würde bedeuten, dass ihr gleich wieder die Schnauze voll habt und das alles in die Ecke werft und so, nee und so. Aber so ein bisschen ist schon ganz gut. Ich habe es auch nur ein bisschen gemacht. Ja, so. Aber das bisschen, was ich gemacht habe, hat mir sehr gut getan. Dieses bisschen, wenn wir uns damit befassen und intellektuell dem auf den Grund gehen, dieses bisschen hilft uns, auch wenn wir mit anderen Sichtweisen konfrontiert sind, wenn andere Menschen mit völliger Überzeugung daherkommen und mit dieser Haltung auch versuchen, Situationen zu gestalten, dass wir das durchschauen können und dass wir uns selbst gegenüber und in Situationen, dass wir so ein bisschen eine innere Argumentation haben. Wir wissen, hey, denkste. So nicht. Ne? So, ja? Und es beruht nicht nur auf Ahnung, sondern wir können sogar etwas davon ausdrücken, wir haben es wirklich durchdacht. Wir haben unseren Verstand mit auf den Weg gebracht. Die Tradition benutzte dafür das Beispiel von zwei Feuerhölzern, die man gegeneinander rieb. Das ist der Prozess der Dualität. Wir reiben uns mit diesen dualistischen Vorstellungen, wir reiben dualistische Vorstellungen aneinander und merken, das ist ja gar nicht haltbar. Ja, zum Beispiel eine individuelle Seele zu postulieren, eine Seele, die wie der unveränderliche Wesenskern ist, und dann zu sagen, die Seele lernt etwas. Wenn die Seele etwas lernt, dann ist sie veränderlich, dann ist sie nicht unveränderlich. Ja, wir müssen das gegeneinander reiben, das ist doch absurd. Das geht nicht beides gleichzeitig. Dann muss die Seele, die sogenannte, auf jeden Fall mal etwas Dynamisches sein. Wenn sie doch lernt und geprüft wird und wächst und sich weitet und frei wird. Und das sind ja schon jede Menge Beschreibungen von Dynamik. Ja? Und so reiben wir zum Beispiel Zeit, die Vorstellung von Zeit. Ja? Das Gefühl, was ich jetzt habe, das ist ein vergangenes Gefühl. Behaupten Leute, das Gefühl, was sie jetzt haben, sei ein vergangenes Gefühl. Ja, wie absurd ist denn das, bitteschön? Das Gefühl haben sie doch jetzt. Ja? Man muss das mal ein bisschen reiben miteinander. Wie kannst denn du ein vergangenes Gefühl haben im Jetzt? Die Vergangenheit ist aus und vorbei. Die hat Wirkungen immer im Jetzt hinterlassen
Und jetzt taucht was auf, was du denkst, das wäre das Gefühl von dir, als du 4 Jahre alt warst. Ja, denkst du. Das fühlt sich so an, aber das ist eine Projektion. Du denkst das, du behauptest das, du spaltest das so ein bisschen ab und projizierst das in die 4-Jährige. Tatsächlich lebt es jetzt im Erwachsenen. Und dann denkst du, ja, das ist halt meine Teilpersönlichkeit oder das ist mein inneres Kind. Und wieder schaffst du eine Trennung im Erleben. Ja, da hat mich jetzt gerade wieder mein inneres Kind erwischt, dafür kann ich nichts. Ich und mein inneres Kind, das sind 2 verschiedene. Versteht ihr? Und diese ganzen Behauptungen über die Wirklichkeit, mit denen wir unterwegs sind, dann wird von Zellgedächtnis gesprochen. Ja, bitteschön, wo ist denn das Zellgedächtnis? Wenn dieser Geistesstrom den Körper verlässt, wo bitteschön ist dann das Zellgedächtnis? Scheint ja doch wohl im Geist zu sein. Ja? So, wir laufen mit lauter absurden Behauptungen durch die Gegend, die niemand aufs Korn nimmt. Alles aus Denkfaulheit. Absolute Denkfaulheit. Wir sind ganz schön dumm. Ja? Und das mit dieser grundlegenden Dummheit, da müssen wir aufräumen. So viele Behauptungen. Ja? Was ihr ja immer schon gehört habt im Dharma ist, dass wir behaupten, ja, der Ärger hat mich, der Stolz hat mich, ich und der Stolz, als ob das 2 verschiedene Dinge wären. Ja? Ich kann gar nicht anders, weil das sind meine Muster. Ja? So, jede Menge, eigentlich nur auch wieder Ausreden. Ausreden. Weil wir gerade im Jetzt nicht den da machen wollen, die Hände öffnen, loslassen. Diese Identifikation gehen lassen wollen. Wir sind einfach, wir wollen es nicht. Wir tun vor uns selbst und vor anderen, dass die geliebte Wut, die wir jetzt gerade spüren wollen, dass die uns hat, dass wir von der besessen sind. Ich und das, was mich besitzt. Wow, hey, come on, super Ausrede. Ja? Und so haben wir jede Menge, ich nenne das unredliches Denken. Ja, nee, faul ist es auch noch. Wirklich, man macht sich so bequem und nimmt dann immer das Konzept, was einem gerade so hilfreich zu sein scheint, um ein bisschen auszubüchsen, das zieht man dann heran. Ja. Das bequemste Konzept ist, ich bin noch ein Anfänger, ich bin noch eine Anfängerin, ich kann das noch nicht. Ich einfach loslassen, nee, geht nicht, tut mir leid, nee, geht gar nicht. Ne? Das ist totale Ausrede. Jeder kann. Frage ist, ob wir wollen. Ja? Ob wir befreit sein wollen. Die Frage ist, ob wir Mut genug haben. Ja, ob da Mut in diesem System ist, in das unbequeme, unaussprechliche, nicht festhaltbare Sein hineinzugehen. Kontrolle aufzugeben. Ausreden aufzugeben. Aus der Biografie auszusteigen. Klingt sehr krass und ich weiß, dass wir jede Menge Psychotherapeuten hier unter uns haben. Ja, macht mir gar nichts. Ich sehe ja auch einige von Ihnen jetzt gerade schmunzeln, ne, weil sie eigentlich genau wissen, dass sie damit ihr Geld verdienen. Ja, ist doch so. Ein paar hilfreiche Konzepte und leider werden sie auch als Ausreden benutzt. Und jetzt muss ich zugeben, ich verdiene mein Geld auch damit. So ein paar hilfreiche Konzepte aus dem Dharma, die dann auch wieder als Ausreden benutzt werden. Ist doch alles leer. Gibt doch gar niemanden. Was regt sich eigentlich auf? Bist du wieder am Ich anhaften gelandet? Kann man ja alles benutzen. Kann man alles benutzen, so um tatsächlich nicht in der Einsicht zu sein, in der Schau dessen, wie es wirklich ist. Ausbüchsen. Ne? So. Und da braucht es diese Brennhölzer, wisst ihr, diese beiden, es braucht tatsächlich auch eine Arbeit
eine richtig tolle, intelligente Arbeit mit dem Intellekt, wo diese irrigen Annahmen über die Wirklichkeit mal schon angegangen werden und ausgehebelt werden, bis man sagen muss, stimmt. Irgendwie etwas in uns ist überzeugt und merkt, wow, so, tatsächlich. Das war die Kunst der Debatten. Ne? Die Kunst der Debatten im alten Indien, zum Teil noch in Tibet und anderswo weitergepflegt. Das war, mit den Worten und Argumenten so weit zu gehen, bis der Herausforderer oder der Herausgeforderte sagen mussten, ja, stimmt, hast du auch recht. Ne? Mit der Konsequenz, dass die gesamte Schülerschaft das Lager wechseln musste. Ne? Der die Debatte gewonnen hatte, der war der Meister dessen, der verloren hatte. Okay? Und jetzt führen wir diese Debatte innerlich. Wir debattieren unser Seinsverständnis. Und wenn wir das gut machen, dann wird die Weisheit gewinnen. Bodhicitta wird gewinnen. Ja, Pech gehabt, ne? Ich habe Pech gehabt. Bodhicitta wird gewinnen, Einsicht wird gewinnen, Weisheit wird gewinnen, die große Mutter wird gewinnen. Die braucht gar nichts zu tun. Die braucht nur die Natur des Seins sprechen zu lassen. Das ist gar nicht anstrengend für das So-Sein. Wir müssen uns nur öffnen dafür. Und diesem Aneinanderreiben der Konzepte, dem setzen wir uns immer mal wieder aus und dann lassen wir es auch wieder sein. Und dieses Sein lassen, das ist das, was die meisten von euch inspiriert. Das habt ihr, das lieben wir alle, ich ja auch, das lieben wir alle so im Mahamudra, im Dzogchen, im Zen, im Chan, im einfachen So-Sein, Vipassana. Und wir würden uns am liebsten einfach nur darin aufhalten. Und dann funken diese nicht aufgelösten Muster hinein in dieses So-Sein und bewirken, dass kaum wir ein bisschen in der Nachmeditation sind, also in der Aktivität, dass diese alten Muster wieder anspringen und die Führung übernehmen. Weil wir mit dem Gewahrsein nicht wirklich dort hineingegangen sind. So. Das ist, worum es eigentlich geht, dass unser Gewahrsein, das ist nicht so, dieses Aneinanderreiben der Konzepte, ist zu Anfang ein stark denkender Prozess, aber eigentlich geht es nur darum, dass das Gewahrsein sich so an die heiligen Kühe ranmacht oder an unser Sparschwein oder was auch immer, wo wir unsere geheimen, geheiligten Reserven irriger Anschauung haben. Da muss das Gewahrsein hin. Wie wir das machen, ist egal. Hauptsache, es kommt dort an. Inneres Debattieren oder Texte lesen, Logik, das ist nur eine Art, wie das Gewahrsein dort hineingehen kann. Therapeutische Arbeit kann auch diese aufhellende, diese erhellende, klärende Arbeit sein, solche irrigen Annahmen über die Wirklichkeit aufzulösen. Ja, das ist einfach eine Frage, wie diese Situation zu zweit genutzt wird, wie man das macht, wie man einander begleitet. Das Gewahrsein muss dort hineingehen. Es muss schlussendlich wirklich alle Bereiche durchdringen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und jetzt mache ich mit euch noch eine kleine Meditation dazu. Und das ist diese Meditation, die ich dann nenne, Untersuchen und Analyse gefolgt von Verweilen in der Einsicht. Also in der Einsicht in das Unaussprechliche. Haben wir vorhin schon gemacht. Ich hoffe, mir kommt was in den Sinn, ich lasse mir was einfallen, so wie wir das jetzt nochmal in gedrängterer Form praktizieren können. Und dann gibt es nochmal Zeit für Fragen und Antworten. Also,
Ich weiß, der Vormittag war schon anstrengend, war schon herausfordernd. Richtet euch also bitte noch einmal sehr bequem ein. So, wenn euch aufrechtes, gerades Sitzen angenehm ist und ihr dabei einen klaren, entspannten Geist habt, wunderbar, dann ist das das Richtige. Und ansonsten dreht euch vom Bildschirm weg und geht in ein entspanntes Sein, wo wir wieder den Körper spüren. Also auch da zum Beispiel, wir sagen dann so, den Körper spüren. Körper ist nur ein Konzept. Was wir spüren, sind Empfindungen, die wir im Körper lokalisieren, die wir mit unserer Vorstellung von Körper in Beziehung setzen. Der körperlichen Empfindungen gewahr werden. Und auch da, den Intellekt können wir dafür nutzen, zu merken, körperliche Empfindungen sind ja von gleicher Natur wie geistige Empfindung. Das findet ja im Bewusstsein statt. Und das hat zur Folge, dass Bewusstsein und körperliche Empfindungen viel weiter werden. Nicht mehr in die enge Vorstellung von Körper hineingezwängt werden, sondern in diesem offenen, gewahren Raum gibt es Empfindungen, die im Körper lokalisiert werden, wechselnder Natur sind. Zugleich gibt es Hörempfindungen. Auch da ist es gar nicht so, dass wir die Worte hören. Wir hören Klänge, von denen die meisten zu Worten zusammengesetzt werden. Aber oder die vorbeifahrenden Motorräder, die werden erst nachträglich, wie alle Klänge, zu Worten geformt. Wir hören gar keine Motorräder oder Worte. Das sind Klangwellen. Die dank unserer Erfahrung in geistigen Prozessen zu einer verständlichen Information zusammengesetzt werden, interpretiert werden. Wir lauschen dem intelligenten Unterscheiden unseres Bewusstseins, das sich der verschiedenen Frequenzen des Hörens, des Hörsinnes bedient.
Hören im Körperbewusstsein, Hören im Hörbewusstsein. Naja, und jetzt nehmen wir noch das Sehen aufs Korn. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Sehen? Wie ist das? Sehen ist abhängig von Eindrücken von Licht, Lichtunterschied. Lichteindrücke auf der Netzhaut, daran schließt sich ein Unterscheiden von Lichtfeldern an, wo dunklere, gleichfarbige Bereiche wie zu einer Form zusammengezogen werden, differenziert werden gegen das Umfeld, in dem andere Lichteffekte wahrnehmbar sind. Licht, Farben, Formen, Vordergrund und Hintergrund differenzieren. Und all diese gruppierten Pixel, die werden mit unserer Erfahrung verglichen. Das könnte das und das sein. Eine Pflanze, Blume, ein Buddha, Himmel, Baum, Bildschirm. Das sind die nachträglichen Benennungen. Sehbewusstsein und die nachgeordneten Funktionen gestalten die Welt des Sehens. Die visuell wahrgenommene Welt wird interpretiert und gibt uns ein Gefühl, in dieser Welt zu sein. Wie überzeugend das geschieht, dafür brauchen wir nur ins Kino zu gehen. Große Leinwand, viele Pixel, Klänge und wir treten ein in den Film. Wir sind Teil des Filmes. Und zum Abschluss dieser analytischen Reise richten wir die Aufmerksamkeit nochmal in dieses Ich-Gefühl, der oder diejenige, die jetzt gerade meditiert und analysiert.
Was ist da tatsächlich zu finden, wenn wir ganz nüchtern hinspüren, hinschauen, hinhören? Und dann gleiten wir hinüber ins einfache So-Sein. Keine Analyse mehr, kein Untersuchen. Aufgehen im Unaussprechlichen.
Klang und die in ihn hinein interpretierte Bedeutung. Ihr habt mitbekommen, dass dieses Aneinanderreiben der Brennhölzer, dass das sehr viel mit Dekonstruktion zusammen zu tun hat. Ja, es wird nichts Neues aufgebaut, sondern es geht um das Auseinandernehmen von Annahmen über die Wirklichkeit, das Dekonstruieren. Ja, das Spezielle an der Art, wie die Einsichtsmethodik da arbeitet auf der Ebene des Verstandes, ist, dass nicht neue Sichtweisen erzeugt werden, sondern bestehende als nicht haltbar aufgezeigt werden. Ja, das ist das Wichtige. Und dann bleibt man, und das habt ihr hoffentlich auch gemerkt, also es hat bei mir wieder funktioniert, dann bleiben wir durch die Dekonstruktion, hat sich was geöffnet, wir können nicht so greifen wie sonst und wir bleiben in diesem Nicht-Greifbaren. Und das ist wichtig, diese Übergänge zu machen. Weil wenn das Dekonstruieren nicht gefolgt ist vom Verweilen im Offenen, dann haben wir nur die Hälfte. Das ist nur die Hälfte. Das Wichtige ist dann auch, so darin aufzugehen. Okay. Jetzt ist wieder Zeit für eure Fragen, Anmerkungen, so was ihr teilen möchtet, was ihr vertiefen möchtet. Ja, das war ganz gut gestern, so wenn ihr das mit dem Handheben wieder so mag, dann entsteht eine natürliche Reihenfolge. Also da könnt ihr, glaube ich, unten irgendwo bei den Reaktionen, da ist so eine Handhebemöglichkeit, damit könnt ihr euch anmelden. Es sind noch 2 im Chat. Bitte? 2 im Chat. Es sind 2 im Chat. Kannst du mir den Chat kurz mal zeigen? Dann nehme ich mal zuerst die beiden Fragen im Chat. Das eine war eine Direktnachricht, das wirst du jetzt nicht sehen. Die will ich schnell vorlesen. Ja. Tobias, da müsstest du das Mikro an den Mund nehmen. Hast du vielleicht schon in der Hand? Ah ja. Lieber Tillmann, ich habe noch eine Frage zu dem Ich. Würdest du kurz erläutern, wie das bei dem nicht identifizierten und dynamischen Ich erwachter Person ist? Toll. Kurz mal Diese, erläutern. diese haben doch auch gewisse Eigenschaften beziehungsweise Charakterzüge, mit denen man diese Person genau beschreiben könnte. Und zwar vor und nach dem Erwachen. Klammer, also nicht die erwachten Qualitäten selbst. Klammer zu. Kann ich mir das so vorstellen, dass es zwar diese Eigenschaften gibt, diese aber innerhalb einer gewissen Spannweite dynamisch sind? Sensible Personen bleiben zum Beispiel eher sensibel, aber innerhalb einer gewissen Spanne, genauso wie bei der Körpergröße. Eine Person kann sehr groß sein, aber im Verlauf des Tages schwankt die Körpergröße um einige Zentimeter. Bleibt in diesem Rahmen eine Art persönliche Essenz, also ohne Ich-Gefühl, die nicht an den Körper gebunden ist? Wenn ja, wie sieht diese aus? Vielen lieben Dank. Und wer war das? Matthias. Matthias war das. Siehst du Matthias irgendwo auf dem Bildschirm? Dann kannst du ihn mir herausholen und zeigen. Aber die Frage ist in sich schon sehr gut durchdacht. Ganz, ganz fein. Also erstmal kann ich dir, Matthias, das bestätigen. Ne? Erwachte sind individuell verschieden. Und Erwachte sind auch geprägt durch ihre sozialen, familiären, gesellschaftlichen Bedingungen. Oh, jetzt sehe ich dich, Matthias. Jetzt bist du hier. Ja, jetzt sehe ich dich auch schmunzeln. Ja, grüß dich.
Ja, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Und also das kann ich erstmal alles bestätigen. Und so wie du vermutest, ist die Beweglichkeit innerhalb dieser Prägungen deutlich größer als bei anderen. Weil, obwohl diese Prägungen eine Rolle spielen, sie nicht wirklich gefangen sind da drin. Und was ich so erlebt habe mit Erwachten ist, dass sie schon auch spontan aus ihren Prägungen so, was ich gerade gesagt habe, biografische, familiäre, soziale, gesellschaftliche, so kulturelle Prägung, dass sie schon spontan daraus antworten, die Dinge gestalten. Aber wenn wir sie damit irgendwie in Frage stellen oder sie auf etwas aufmerksam machen, was für uns mit unseren Prägungen nicht zutreffend ist, dann sind sie da unglaublich beweglich. Dann ist kein Kleben an so einer Position. Ja, einer von den bekanntesten, der diese große Beweglichkeit zeigt, ist ja der Dalai Lama. Der ist ja bekannt dafür, in diesen Gesprächen mit Menschen aus vielen Bereichen der Wissenschaft eine unglaubliche Beweglichkeit an den Tag zu legen, obwohl er aus einer ganz anderen Kultur kommt. Aber auch so jemand wie Gengen Rinpoche, der uns ganz eindeutig zunächst aus seinem Blickwinkel betrachtete, der hatte eine solche Beweglichkeit und Geschmeidigkeit, dass er sehr, sehr schnell verstanden hat, wie wir funktionieren, weil er in der Lage war, sich so ganz einzulassen, ohne im eigenen für gut und für schlecht halten und so weiter gefangen zu sein. Also so viel schon mal dazu. Du bist jetzt sichtbar, du könntest dich freischalten, um mir zu helfen, jetzt das zu vertiefen, was du vertiefen möchtest. Wärst du bereit, wenn du noch jetzt... Weil das war so ein langer Beitrag von dir und es ist unmöglich, auf alles jetzt einzugehen. Aber das, was dich speziell interessiert, das könnten wir jetzt noch vertiefen. Ja, ich meinte auch dieses nicht körperliche, also das, was Sie sagen, unabhängig vom Körper auch bleibt. Was wäre das denn? Kann man das auch beschreiben? Oder, Das Nicht-Körperliche, also, also ob da irgendeine Essenz ist, die bleibt, zu sagen, auch wenn man jetzt keine Prägung hätte. Du, es gibt gar niemanden ohne Prägung. Alle Kinder, die geboren werden, wachsen ja in Bedingungen auf, die sie auch prägen. Ich meine auch sowas wie Eigenschaften, wie die Sensibilität, meine ich damit. Ist das sowas, Die was Sensibilität, Beispiel, ja. nicht geprägt ist. Ist ja eher was öfter. Also, genau, da kann ich ein bisschen was aus der Beobachtung beifügen. Also, es scheint so zu sein, dass dank des Erwachens, des Aussteigens aus diesen Identifikationen alle sensibler werden. Ja, auch die vorher wenig sensibel waren, werden sensibler. Und es gibt unter den Erwachten manche, die sehr burschikos unterwegs sind und wo man nicht das Gefühl hat, dass die sehr so sensibel wären. Ja, aber auch sie kriegen sehr viel mit. Und es gibt welche, die ganz, ganz feinfühlig unterwegs sind. Da gibt es wirklich große Unterschiede. Das ist im Verhalten. Natürlich kann ich von außen nicht sehen, was sie innerlich so, wie sich das innerlich bei ihnen abbildet. Das weiß ich nicht. Aber so vom Verhalten her, es gibt Erwachte, die fast nie schmunzeln zum Beispiel. Ja? Die auch überhaupt keine Miene verziehen, um uns irgendwie mit einem Lächeln zu erfreuen, damit wir uns etwas wohler in ihrer Gegenwart fühlen. Da sind die jenseits davon. Und es gibt andere, die sind so unterwegs, dass sie jeden quasi mit offenen Armen und einem breiten Lächeln empfangen und ja, so. Das ist so, was man so mitkriegt. Und ich bin solchen Typen schon begegnet. Da kann man nicht auf die Tiefe ihres Erwachens schließen, so was so dieses
einfühlsame oder weniger einfühlsame Art. Es gibt Erwachte, die krass ablehnend sind, die sagen, komm, also hier, zum Beispiel jetzt, ja, so einer, den ich gerade im Sinne habe, der sagt, ihr Westler, ihr geht mir nur auf den Geist, ihr geht mir nur auf den Nerv, ihr wollt irgendwie den Dharma, aber wirkliche Ausdauer im Anwenden des Dharmas, das habt ihr überhaupt nicht. Ich will keine Westler mehr sehen. Alles, was ich bisher versucht habe, war für die Katz. So, und der war da ganz krass. Ja, so. So Typen gibt es auch. Oder so Typen, die eigentlich jeden, der an die Tür klopft, erstmal beschimpfen und hoffen, dass er weggeht. Ja? So Leute sind auch schon berichtet worden. Naja, und die dann ein bisschen zäher waren und wieder gekommen sind, ja, okay. Dann haben sie vielleicht eine Unterweisung gekriegt. Ne? So, es gibt so, anhand des Verhaltens kann man Vermutungen anstellen. Aber meine Vermutung ist auch, dass selbst die Schimpfenden und ärgerlich Wirkenden über einen ganz hohen Grad des Einfühlungsvermögens verfügen, der es ihnen ermöglicht, dann auch wahrzunehmen, wann es wichtig ist, einen Unterschied zu machen. Ja? Also diese Feinfühligkeit, die Möglichkeit, Situationen wahrzunehmen, die geht schon unglaublich weit. Aber nur, ich glaube, jetzt habe ich die Grenzen erreicht von dem, was ich dir zu dem Thema mitteilen kann, Matthias. Ja, vielen Dank. Okay, danke dir auch für die Frage. Noch eine im Chat, die ich lesen kann. Für die spätere Fragerunde, was sage ich denn meinem Verstand, wenn er mir als Kind der heutigen Zeit mit großer Neurowissenschaftsvertrauen, wenn mein Verstand meint, ja, denke das nur durch und spüre und erahne, sich weiten, frei werden, da fehlt dann was, Dynamik, aber es ist doch alles an das Gehirn gebunden. Ja, da hast du mit der Neurowissenschaft bist du noch nicht weit genug gegangen. Weil ich habe noch keinen Neurowissenschaftler getroffen, der den Geist gefunden hätte. Ich habe noch nie von einem gehört. Die finden nur Auswirkungen. Also du sagst deinem Geist, forsch weiter. Deinem neurowissenschaftlichen Verstand sagst du, ja, geh mal weiter. Wer schrieb diese Bemerkung? Steffi. Ja, Steffi, also mach ruhig weiter, aber geh an die Grenzen von dem, was tatsächlich aktuelle Neurowissenschaft ist. Weißt du, ich habe mich dem ausgesetzt. Ich war in diesen Laboren, MRT, absolut intensive EEG-Messungen mit 200 Elektroden und mehr. Weißt du, die können nicht mal einen einzigen Gedanken feststellen. Die wissen nicht, wenn ich einen Gedanken habe oder wenn ich keinen Gedanken habe. Das können die gar nicht feststellen, weil so viel Untergrundaktivität los ist. Die Grenzen der Neurowissenschaft sind so eng noch, ja, damit im MRT sich ein Geisteszustand wirklich nachvollziehbar zeigt, sodass man ihn einfärben kann, muss er ein paar Minuten anhalten. Sonst lässt sich der gar nicht abbilden. Während unsere Gefühlswelt ganz kleine Impulse schon wahrnimmt und so. Also, Neurowissenschaften stehen ganz am Anfang und du musst deinem Verstand auch sagen, jetzt guck mal hin, du bist so überzeugt, aber was haben sie denn wirklich rausgefunden? Ne? Und sprich ruhig mit den Professoren über die Grenzen ihrer Wissenschaft. Ich bin jetzt gerade wieder für so ein Projekt von unserem Professor Schmidt da in Freiburg eingeladen worden. Ich hatte mich dafür ein paar Jahre verabschiedet, jetzt habe ich Ja gesagt. Aber wir müssen den Wissenschaftlern helfen, so, ja, dass sie weiter forschen können. Die können das nicht sein lassen, aber dann forschen sie vielleicht wenigstens in die richtige Richtung. So, ja? Und viele sind über ihr Forschen schon dazu gekommen, tatsächlich zu bemerken, der Geist lässt sich nicht fassen, der Geist ist kein Ding. So weit sind sie auf jeden Fall schon gekommen. Es sind Prozesse, die sich im Gehirn spiegeln. Ja, und diejenigen, die ihre Forschung in die Bereiche hineintreiben, wo es um übersinnliche Wahrnehmung geht, die merken, da spielen sich Bewusstseinsprozesse ab, die gar nicht nachvollziehbar ans Gehirn gebunden sind. Ne? Auch die Forschungen gibt es. Also, all das darf ich deinem neurowissenschaftlichen Verstand sagen. Ich sehe dich übrigens in groß gegen das Fenster, vor dem du sitzt, und danke dir. Ja?
Okay. Die Claudia, sagst du? Gabi. Die Gabi kann sich freischalten. Ja, Gabi. Ja, hallo Tillmann, vielen Dank für deine Ausführungen und für den schönen Vormittag. Gerne. Ich weiß manchmal nicht, ob mein Ich dabei ist oder nicht dabei ist. Ja, ne, das muss man noch rausfinden. Du hattest vorhin vorgeschlagen, in die Nachmeditation, also in die kleine Pause zu gehen und das Ich hier zu lassen auf dem Kissen. Und ich bin dann runtergegangen, habe mir erst gar keine Gedanken gemacht, ob ich es mitnehme oder nicht. Und dann bin ich mit meiner Freundin durch den Garten gegangen, die hat mir ihre Blümchen gezeigt und so. Wir sind da durchgegangen und als ich dann wieder hochkam, mich wieder hingesetzt habe, dachte ich, ja, war denn jetzt das Ich damit unten im Garten oder war das nicht damit? Wer ist denn da eigentlich? Woran würdest du es merken? Das ist vielleicht die Frage, die du mir stellen wolltest, aber ich stelle sie jetzt, genau. ich stelle sie jetzt gerade Woran dir. würde ich das merken, dass mein Ich dabei war? Genau. Ja, woran würdest du es merken, dass mehr oder weniger ich bei so einem Spaziergang durch den Garten dabei ist? Woran würdest du es merken? Ich sage extra mehr oder weniger. Wir wollen mal nicht so tun, als ob gar nicht oder ganz, sondern einfach mal, woran würdest du es merken? Also vielleicht, wenn ich an bestimmten Dingen, die sie mir erklärt hat, da festgehangen hätte. Ja. Zum Beispiel, ich habe gesagt, oh, das ist aber ein interessanter Krokus. Und da sagt sie, nee, das ist kein Krokus, das ist eine Lilie. Ja. Und was hat dann in dir statt? Ja, und dann warst du offen, bist du offen Das geblieben. ist halt eine Lilie so. Ne? Dann Ja. habe ich den Namen aufgenommen und ja. Ja. Ja, schau, wenn du merkst, dass beim Gehen durch den Garten mit deiner Freundin keine Kleshas anspringen, also diese verstrickenden Emotionen, ne? Das ist das wichtigste Zeichen dafür, dass ein Ich-Gefühl mit im Spiel ist, dass diese verstrickenden Emotionen anspringen. Dann bist du mit relativ wenig Ich oder ohne unterwegs. Oh, wir brauchen gar nicht ohne zu sein. Es reicht, wenn es nicht stark ist. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel zwei Freundinnen durch den Garten gehen und die eine zeigt ihre schönen Blumen und die andere denkt, oh, wenn ich doch nur auch solche Blumen im Garten hätte, dann ist Ich-Gefühl. Ja? Dann ist Vergleichen. Ja? Dann merken wir, Kleshas springen an, diese verstrickenden Emotionen. Ja? Und. Also du könntest diese Beispiele beliebig ausführen. Je offener und fließender und geschmeidiger du bist, desto weniger Ich ist gerade im Spiel. Also praktisch, wenn ich irgendeine Meinung habe über das, was da gerade passiert oder so, kann man das sagen? Es könnte ja sein, dass du als erfahrene Gärtnerin tatsächlich eine Meinung hast. Die ist an sich nicht tragisch. Du hast vielleicht Erfahrungen gesammelt und dir eine Meinung gebildet darüber, wie das am besten geht, jetzt in der Frühsaison schon mal Pflänzchen vorzuziehen oder so. Ja? Wenn du auf dieser Meinung beharrst und daran festhältst, da ist dann ganz sicher Ich-Bezogenheit im Spiel. Ja? Aber wenn du deine Erfahrung, deine Sicht sozusagen schenkst und darbietest und gar nicht so damit identifiziert bist, dann kann es sein, dass gar nicht viel Ich-Bezogenheit gerade unterwegs ist. Okay. Ne? Also Ja, gut. wir brauchen nicht unsere Erfahrungen auszublenden. Wir brauchen auch das, was wir biografisch so erlebt haben oder was wir wissen. Das braucht alles nicht ausgeblendet zu werden. Das kommt alles mit, aber es ist wie einfach ein Geschenk. Etwas, was wir teilen können aus dem reichen Schatz. So. Kann die andere Person annehmen, kann sie lassen, sie ist frei da drin. Ja, okay, da kann ich was mit anfangen. Okay, schön. Schön dich, ich glaube, wir haben noch nie richtig miteinander gesprochen, oder? Nee. Also schön, dich kennenzulernen. Ja. Meinerseits.
Tobias, siehst du noch jemanden in der Leitung? Dann könnt die Iris noch, ja, Iris? Ich wollte da anschließen an die Vorrednerin. Ich habe den ganzen Vormittag gedacht, dass es eigentlich so ein Weg zurück ist. Also die Konzepte, die haben sich ja jetzt bei mir über 53 Jahre aufgebaut und die sind so ganz schnell abrufbar, die kenne ich auch. Und jetzt ist erstmal die Empörung da, dass ich das jetzt wieder aufgeben soll, wenn ich 53 Jahre gebraucht habe, um das so differenziert mir zu erarbeiten. Und dass es dann so ein Weg zurück ist, das Anstrengende wieder in die Beschreibung der Qualitäten des Erlebens zu kommen und weg von den Rationalisierungen. Und dann ist man bei den Dynamiken, also in Verhältnissen von Weite und Enge, also eher was, wenn ich eine Symphonie höre. Also da baut sich was auf, dann hebt sich was hervor, dann zieht es sich wieder zurück, dann kommt was in Fluss, dann wird es eng und starr. Und dass es so schwierig ist, also das ist, finde ich, die Anstrengung, wegzukommen von den einfachen Konzepten hin in diese Beschreibung der Lebensqualität. Und wenn du mich da durchführst, bei diesen 11 Schritten, dann kann ich das gut. Und wenn ich es alleine mache, kriege ich Angst. Oh ja, Iris. Dann ist es so weit und dann denkst du, ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus und dann ziehst alles wieder zurück und denke, okay, jetzt habe ich Angst, weil ich kenne mein Konzept und dann geht es so. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Iris, dann gehst du so langsam, aber die Richtung, die du spürst, die ist total gut. Und das Bild mit der Sinfonie ist sowas von passend. Ja? Wir sind die Sinfonie, wir lauschen nicht der Sinfonie, wir sind die Sinfonie. Okay? Wir sind das alles und in diesem das alles sind wir, löst sich dieses enge Ich-Gefühl auf. Und die Sinfonie ist eine nicht endende Sinfonie, die hat so Adagios zwischendurch und ja, so ruhigere Phasen, ja, es gibt, und dann gibt es wieder Crescendos, die in ein Allegro übergehen und so weiter, ja, und du hast alle möglichen, ja, Tönungen in dieser Sinfonie, die wir das Leben nennen. Und du beginnst, dich immer mehr einzuspüren in das unmittelbare Erleben. Du unterscheidest gar nicht mehr so sehr, welche Instrumente jetzt gerade spielen und ob die zweite Geige der ersten auch wirklich gut, ja, ob die gut miteinander harmonieren und so, das bist du gar nicht. Du bist im direkten Erleben und merkst, bei all diesem Erleben bemerkst du, wie es total deutlich erlebt wird und zugleich schon ins nächste übergeht, nicht fassbar ist. Ja? Und dieses Nicht-Fassbare, das ist das, was eigentlich die Angst ausmacht. Ja? Und daran gewöhnst du dich allmählich, denn die Konzepte, mit denen du aufgebaut hast in den 53 Jahren, die haben dir so eine Sicherheit vermittelt, dass die Dinge etwas fassbarer sind. Das waren das ist wie wenn du eine gute Landkarte fürs Leben so aufgebaut hast. Und jetzt bist du nicht mehr so stark. Das ist wie Menschen, die wandern gehen und ständig den Blick auf der Landkarte haben. Du hast dich jetzt ausreichend orientiert, du nimmst den Blick jetzt von der Landkarte und du bist wirklich im Gehen, im Erleben, im Atmen, im Hören. Die Landkarte kannst du, wenn du es mal noch brauchst, zur Hilfe nehmen. Da bist du jetzt sehr geübt drin. Ja, so. Das ist, was gerade passiert. Ist ein bisschen, weißt du, wenn die Menschen ihre Google Maps aus der Hand nimmst und die Landkarte auch. Boah, die sind verloren. Boah. Und das ist gerade so, was dir passiert, wenn du so alleine ohne deinen Wegführer, den Bergführer, wenn du ohne den unterwegs bist. So. Boah. Ja, das ist, was dir gerade passiert. Mit Bergführer alles noch in Ordnung.
Okay? Also dir alles Gute. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit, Tobias. Elisabeth, du wärst die Letzte. Ja, hallo, lieber Tilman, schönen guten Tag. Ich bin gerade in der Natur, habe das gerade genossen, was du gesagt hast. Ja, Total schön. Ich habe eine Frage im Zusammenhang nochmal mit, danke übrigens für die einmal mehr tollen Unterweisungen. Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit Trauma nochmal. Das hat für mich, also ein Trigger, könnte man sagen, ein Trigger oder auch Dissoziation sind starke Identifikationsprozesse, jetzt um zu überleben, sag ich es mal so, um irgendwie was halten zu können, was sonst nicht haltbar ist. Könnte man das so sagen? das kann man so sagen. Und auflösen, also es ist nicht gespeichert im Nervensystem, sondern es ist gespeichert eigentlich im Geist. Naja, Nervensystem und Geist untrennbar. Und ja, Nervensystem ist ein Ausdruck vom Geist, genau. Ja, das heißt, in dem Moment der Weg zurück, gerade bei Dissoziation, ist dann eigentlich, kann man das, also jetzt ich rede jetzt mal von nicht normaler Dissoziation, sondern bei Menschen, die viele sind, geht es vielleicht zuerst mal darum, eine Ich-Struktur zu formen, um dann sie wieder loszulassen. Oh nein, da würden, Nein? da würden meine Freunde, die solches erleben, nein, es geht um ein liebevolles, sicheres Feld, in dem welche Person auch gerade im Vordergrund ist, sich total angenommen, gesehen, gehört fühlt. Und es braucht keine von diesen Personen, sich einer Struktur unterzuordnen. Die entscheiden dann selbst. Die dissoziativen Anteile, die finden selbst raus, welcher Anteil jetzt gerade dieser Situation am ehesten so begegnen möchte, sich daran aufhalten möchte. Wir brauchen keine spezielle Struktur zu bilden. Nur liebevolles, vertrauensvolles, nicht bedrängendes Umfeld, in dem sich dieser Anteil, der gerade da ist, tatsächlich entspannen kann. Und darin ist dann die Heilung. Darin ist die Heilung. Ja, weil das Potenzial ist, was sowieso schon da ist. Ne? Ganz genau. Okay, super. Ja, danke. Vielen Dank. Okay. Danke, Elisabeth. Damit werden wir für heute Vormittag dann widmen. All das Schöne, was wir miteinander geteilt haben. Sunam deye tamje sempane tabne nepe janam panjene kenga nachim balam chompaye sipet solen jawa sho Jambem pavan jita kempadang kanto zampo deyan desinte denda kunjin jesun dan lom jeng gewan denda tamje dam tungo Sangye kusum nimpenjen lamdan Shani minjun dimpenjen lamdan Gandu mijen dimpenjen lamji Jidang owaman lamjum pashu. Vielen Dank für euer Dasein. Wir treffen uns um 3 Uhr wieder in aller Frische, nicht wahr? Geht in den Garten, schaut euch die Blumen an, falls ihr welche habt.